We just filmed for our friends. No, just for our friends in Germany. What's your name? Bruno. And so you live here? You're from Lisbon? Yeah. Okay. Nice. We said we will leave if it's not good. 10 Minuten hier und jemand wollte uns Weed verkaufen. Wir lassen uns nicht mehr in Ruhe. Maybe we'll see you later. Wir haben erst ein paar Kräuter bekommen. It's okay. Ja, und jetzt lassen wir uns nicht mehr in Ruhe. Yeah, we heard the price. But it wasn't good weed, man. We heard the price. It wasn't good. Too much for us. It's okay. You want 1 gram for 100 Euro? No, go away. We're filming. 3 Stunden später. Wir hatten auf jeden Fall eine gute Nacht. Es ist, glaube ich, 9 Uhr. Man sagt ja, man kann Drogen in Portugal kaufen. Das ist auf jeden Fall möglich. Das haben wir gemerkt. Wir haben viele Menschen gesehen, die uns Drogen angeboten haben. Ob das jetzt Drogen waren oder nicht, wissen wir nicht. Also Steven und ich sind offensichtlich... Wir haben aber was probiert. Wir haben alles probiert, was uns angeboten wurde, weil wir irgendwie überlegt haben, wir sind möglichst offen. Wir schauen, was passiert. Und das hat gut geklappt, oder auch nicht. Aber der eine oder andere hat uns dann Koks verkauft. Und Synthetischen Kram. Also wir haben dann ein Gespräch geführt mit so einem was war hier denn? englischen Menschen. Scuddy. Scuddy hieß der Typ. Scuddy irgendwas. Rapper. Auf Instagram. Genau, er war ein entspannter Mensch. Aber man unterschätzt die Gangs. Es gibt Also hier Gangs. man muss auf jeden Fall aufpassen. Wir haben auf jeden Fall aufgepasst, unsere Portemonnaies rauszuholen. Wir haben aufgepasst, unser Geld zu zeigen. Wir haben aufgepasst zu zeigen, wer wir sind. Bis zu dem Moment, wo wir dann wirklich bedroht wurden? Weil Ja, es kam ein Mensch auf uns zugefahren mit dem Fahrrad. Letztlich und wir sind, glaube ich, in ein Dead End gelaufen. Hier kann man nicht weiter. Hier ist ein Dead End. Also so viel zur portugiesischen Straßenstruktur. Man würde denken, man kann hier langlaufen, aber das ist nicht möglich. Also wir versuchen, glaube ich, mal diesen Menschen zu zitieren. Did you take what? Was hat er gesagt? An excerpt? I don't know. Did you try the cocaine? You didn't pay for it. Did you try? Yeah. And then genau, und er hat letztendlich gesagt, dass seine Gang die Red Gang sei, also die rote Bande letztlich. Und das Rot würde für Blut stehen, weil sie ja so viel Blut Genau. vergießen würden. Und wir müssen ja noch bezahlen für die Probe. Das haben wir nicht getan. Das haben wir selbstverständlich nicht getan, weil... Also ist er uns mit einem Leihfahrrad hinterhergefahren. Also es war so ein massiv übergewichtiger junger Mann, der der unter massiver Selbstüberschätzung gelitten hat. Kann man so sagen? Ja, aber also letztlich ist auch die massive Selbstüberschätzung immer gut auszugleichen, indem man jemanden mit einer Waffe bedroht, weil das ist uns eben passiert, letztlich. Wir sind also nochmal in diese Menschenmenge reingegangen, weil wir uns dachten, hey, da kann eh nichts passieren, die quatschen uns eh nochmal voll. Richtig, und dann waren wir kurz an einem Café, um etwas abzulenken, haben überlegt, ob wir ein Bier trinken, aber der Mensch hat dann mit dem Kellner gesprochen letztlich. Er ist uns aber gefolgt und wollte Geld dafür, dass wir eine Probe genommen haben. Ja, und der Kellner war aber dann doch massiv desinteressiert an dieser ganzen Situation. Denn das scheint eine der Downsides an der portugiesischen Drogenpolitik zu sein, würde ich sagen. Das klappt nicht so gut. Ja. Hier, Also wird sind halt, wir in eine- hier wird halt auch massive Gangkriminalität akzeptiert. Ich meine, die Menschen konnten natürlich nicht wissen, dass wir relativ entspannte Menschen sind. Ja. Ja. Merkt euch eins, sobald ihr in eine Straße geht, die etwas ruhiger ist, werden die auch mal handgreiflich. Ja, also es lief dann darauf hinaus, dass er uns mit dem Fahrrad vorausgefahren ist, umgedreht hat. Wir haben uns umgedreht, um dann wegzugehen. Und dann wurden wir gekreiselt von einem zweiten Menschen. Und er sieht mich dann so an und guckt dann diesen Blick, also im Sinne von, jetzt haben wir dich. Er stand schon in der Box. Ja genau, er hat dann angedeutet, schlag mich doch, damit ich zurückschlagen kann. Was ich natürlich nicht getan habe, weil ich nicht geistig behindert bin, so wie die Menschen. Ja, das ist ein gutes Schnittbild auf jeden Fall. Da ist mein Schuh. Richtig, und das ist auch eins der Hauptprobleme. Diese beiden Schuhe, mit denen wir dann weglaufen mussten. Max hatte ein Problem. Ich nicht. Ich hab Schatz. Steven hat Schuhe angezogen, was ich ab morgen auch tun Ich werde. bin auch so klug und hab eine Bauchtasche. Wir haben auf jeden Fall zu viel Bargeld dabei gehabt und keine Ahnung, ob wir spitz gekriegt haben oder ob wir einfach so aussehen, als würden wir dumm. Wahrscheinlich sehen wir so aus. Kann man das so sagen? Wir sehen einfach wunderschön. Sehen wir aus wie irgendwelche Spastis aus der Schweiz, die Geld haben? Nope. Ja, auf jeden Fall lief es dann darauf hinaus, dass es diesen Blick gab. Also wir sind das optimale Beuteschema von solchen Gangs, von den Red Gangs. Es gab auf jeden Fall diesen Blick mit dem Prinzip, wir hätten gerne euer Geld und wenn ihr uns euer Geld nicht gebt, dann, Zitat, I shoot you in the leg first. Genau.
Also letztendlich hat er uns bedroht, uns anzuschießen, wenn wir ihm... Du gehst also diese Straße entlang, in der wir waren zu zweit, und hast die Angst, dass der Typ jetzt auf dem Fahrrad, der neben dir hinterher fährt, mit 5 km/h, also ziemlich langsam neben dir, der plötzlich vor dir hält und jetzt eine Waffe rausholt. Und er hatte natürlich eine Bauchtasche dabei, wie es sich ja verstehen würde. Und diese Bauchtasche hat er dann auch kurz geöffnet. Und ich war mir schon relativ sicher, dass er jetzt irgendwas da rausholen wird. Ob es ein Messer oder eine Waffe sein wird, war nicht klar. Aber in dem Moment kann denkst man... du nicht nach. Nee, ist ja klar. Also das Gehirn setzt aus. Ich glaube, wir beide... Ich meine, das ist jetzt, wie lange her? 1 Stunde ungefähr? Vielleicht ein bisschen weniger. Wir konnten es leider nicht filmen, aber... Ja, logischerweise nicht. Also wir haben auch schon letztendlich darüber uns geärgert, dass wir nicht gefilmt haben, weil dann wäre das wahrscheinlich aber auch gar nicht passiert. Ihr wollt es aber auch gar nicht sehen. Also Wir gehen entspannt damit um. Das war eine stressige Situation, aber ganz klar ist auf jeden Fall, man sollte mit zwielichtig aussehenden Menschen keine Geschäfte machen. Genau, also ich sag mal, wenn er mir ins Gesicht geschlagen hätte, dann hätten die ja auch gewonnen. Aber man muss ja auch immer dazu sagen, selbst wenn ihr eingeschüchtert werdet, die wollten uns natürlich nicht umbringen, das ist ja klar. Der Überlebensinstinkt ist immer der kickt so, aber in dem Moment hast du aber einfach keinen Bock drauf und gehst einfach. Für den ersten Moment ist das natürlich kein schönes Gefühl so. Also gerade wir haben den ersten Abend hier, wir haben die Kamera nicht so viel rausgeholt. Jetzt ist sie mal draußen, weil wir auf jeden Fall direkt was zu erzählen haben. Aber schade. Ja. Vielleicht ja beim nächsten Mal. A few moments later. Er hält einfach an. Er bringt uns unsere Ladung. Ja, wir haben jetzt einen guten Vorteil, dass wir jetzt die Kamera bereits anhaben. Das heißt, unsere journalistische Sorgfaltspflicht ist bereits erfüllt. Da ist eine Ananas, die getrunken wurde, geil. Also wir sprechen jetzt mit einem Menschen, der gerade vor so einem Bistro stand. Er ist Dönermann. Er hat letztendlich einen Döner verkauft. Jeder Dönermann verkauft hier Drogen. Er hat uns gefragt, ob wir einen Döner wollen. Und dann haben wir ihn angeguckt und meinten so, nee, wir brauchen keinen Döner. Und dann hat er uns also wir wollen natürlich nichts mehr kaufen, weil wir sind, glaube ich, wir sind ausgeschaltet. Aber wir sind bedient. Es ist natürlich eine wilde Welt hier. Es ist eine wilde... What's up? Yeah. Oh, we are filming, yeah? Where are you from? Yeah, what's up? You like Lisbon? Yeah, it's pretty nice. It's Full pretty good. Lisbon. But many people here are selling drugs and want to punch A little bit aggressive sometimes here. Okay, the people. Yeah, in Barro Yeah. Alto we had like It's aggressive nice. people. This pandemic is crazy. You know, Barro Alto is very people. You know, Portugal is. You have fire? Portugal is like a country in the party. You know, like country. What? 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock. Want to sell Pandemic is crazy. You know, pandemic. Okay. Yeah, pandemic is Alright. very shit. You have a marijuana and you have a cocaine. Nice club. So like we won't show anything about like what you see, you know? It's legal here. You can have. We can just how talk. many, We can just talk about stuff and not Tell showing me- anything, you know? how many cocaine you can have here? Yeah, 2 yeah. grams. 2 grams. 2 grams. You have a 2 Yeah. grams. How many weed? 25 gram or No. 20? 2 grams. Das ist kein Problem. We can just show ourselves, okay? Is that okay for you? Why not? We're just talking. It's just about ourselves. Cocaine is nice, you know. Nice cocaine. Yeah, but you have some. You one time to time, you know. One time to time, you crazy, you know. You more, you know. And cocaine disease. Wir haben jetzt gerade einem 50 € gegeben, ob er uns ein bisschen erzählt von Lissabon. Von der. Das ist aber letztendlich ein netter Mensch so. Also der ist entspannt. Da hinten in so einem kleinen Café, das ist, den Typen, den ihr da gerade so gebeugt seht, hinter den beiden Menschen, falls ihr das sehen könnt. Er checkt gerade das Geld, ob das echt ist. Er glaubt uns das nicht. Richtig. Er glaubt nicht, dass das echtes Geld ist. Also man kann eigentlich kann man hier niemandem vertrauen, aber Man muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass wir mit einer Waffe bedroht worden sind, sind wir schon relativ entspannt. ja, dann kommt halt der Nächste, der eigentlich in der Bäckerei arbeitet und Ja, er stand das letztendlich Vorrat. vor einem Kebab-Store. Haben wir schon über den gesprochen? Ich glaube nicht. Er stand vor einem Kebab-Store und es roch nur ein bisschen nach Weed. Und wir haben kurz gesagt, oh, es riecht nach Weed. Und dann kam er uns mit dem Auto hinterhergefahren, hat neben uns geparkt. Das war ungefähr die Geschichte. Sehe ich das richtig? jetzt erfahren wir ein bisschen mehr von Lissabon. Hey, my friend, you take it for a beer? Okay, I'll give you. Hey. So, Sergey, this gang on the sea, Gang are there many gangs? very in Lisbon, very gangs, you know, very gangs. Yeah, Corona is shit. You know, Portugal is the Portuguese is scared Corona. You know, is scared. Yeah, in the country, okay, is very is the very people
is not infected, you know. Here. How long? It's You know? No? very, 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 yeah. Yeah, much? They kill people here? Lisbon is the night is very dangerous. The night? Yeah. Oh, so you can't go outside in the night? Yeah. Better not? Yeah, No. is the cities is very crazy, very crazy. Okay. You know, Mororia, crazy. So is it the night or is it like all day? Yeah, No, okay. no, night. Night, okay. All day. And win drugs in month. Okay. 100, 135. Like, how much can you earn if you're like really into it? Like, if you do it all day, every day, if it's your job. Okay, I am earned 3,000 in month, you know. Yeah, you know. That's pretty good. That's a lot. Nice, it's That's nice, good. It's nice. It's strong in Portugal is nice, very nice. Okay. Also Sergej hat uns gerade gesagt, dass er 3.000 give to your Euro im family? Monat verdient. Seinen Verkäufen. In the casino, in the beach, casino. beach, you know, in the beer. And you sell cocaine and weed? I'm very short. Yeah, you're Gangster, small, yeah. I'm small. Big gangster, no. Okay. Big guy, yeah. Oh, it's dangerous, okay. Oh, Sergey. Give me my money. Like okay. 1,000. I'm small. Like everybody in the Einmal. It's very corrupt, you know. Yeah? Die Polizei ist corrupt. korrupt. Yeah, in the police is. They get money. Yeah, much money. But they ask for money from you? Yeah, for me no, for big guys, you know, it's very corrupt. So the police I'm the business in the street. the police gets money from the big guys and in the so you're free to do anything. I am the business in the street, the police, okay. You pay, you know. Okay. You're not selling here. Okay. 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 You know, police is in Portugal very corrupt, you know. This is not real. That's not real. That's not shit. That's not real. No. Doesn't look like it. That looks shit. Hey, can I smell? Can you smell? Then we switch something else. Thank you. Sorry. But I can give you real hash. No, we have. We saw like 10 people showed us fake weed. Weed. Fake. Weed is a tea. You understand? And the hashish this guy is selling look like Morocco. It's no hashish. Huh? You don't know him? This guy work, but I don't know this guy have good weed too. You understand? Yeah. We can You see. you can see it like in a second, right? Yeah, man. It just looks fake. Also, it's good. We can't take it. Ik zie bijna That's also close. It's the same. It's just flowers. That's the flower. Okay. Come on. Good one. Now we're good. No, You this show one. us shit. No, this one. Like we can't really trust you though. You understand? I open the bag and I give you a joint you smell before. I don't want any money for give you some. Come. No, we're really good. We're good. Thank you. But it's good. It's good, yeah. It's good. 35. Yeah. I No. speak good English. Maar Sorry. 10 euro, 20. You said Yeah. you said 30. No, 30, right? 10, maar 10. 10 euros, yeah. No, you give me No. 5, I give you 10. 30. Is that 30? You No. 35, yeah, What? 35. 1 minute? No 5. No, 10. Ah, 35, yeah, yes. We give. Yeah, it's fine. It's 30, fine. right? 30. Tá bom, 35. No, 30, yes. 30. Tá bom. 30. You Zero. give this? Give him 10. Tá bom. Yeah, klar. Yeah. Okay. All right. Perfect. Thank you. Hey.